Also, liebe Brüder und Schwestern in der Verehrung und Verbreitung der göttlichen Barmherzigkeit, einen wunderschönen Tag für euch alle. Ich wundere mich, warum bin ich da, weil ich wollte nur eine Teilnehmerin und dann rief Bruder Josef zu mir, Sheila, gehst du nach Paderborn? Ich habe gesagt, ja, natürlich, als Teilnehmer. Nein, mach einen Vortrag. Nein, okay, mache ich schon. Nach wenigen Minuten rufe ich noch einmal an, Bruder Josef, Moment, ist das auf Englisch oder auf Deutsch? Hat er gesagt, auf Deutsch. Oh mein G, wie mag ich das? Wie fange ich das? Ich konnte nicht so gut Deutsch sprechen. Und dann habe ich einen Auftrag gegeben, Bruder Josef, du musst meinen Vortrag oder mein Zeugnis übersetzen. Er hat keine andere Wahl, sondern zum Übersetzen lassen. Danke für das Übersetzung. Aber ich freue mich wirklich hier zu sein. Mein Name ist Sheila. Mein Alter ist auch kein Geheimnis. Ich bin 51 Jahre alt. Ich bin verwitwet seit 11 Jahren. Ich habe 3 erwachsene Kinder und ich bin in Philippinen geboren, wohne in Wien und arbeite ich als Krankenschwester von Beruf in Kaiser von Joseph Spital auf der Infektiologie-Intensivstation. Also ich habe einen Auftrag gegeben von Vater Josef und ich kenne die Frau Neischke. Danke, dass ich bin dabei. Und bis jetzt weiß ich auch nicht, warum ich bin da, aber es ist von Botschaft von göttlicher Barmherzigkeit. Also unsere Gruppe heißt Society of the Divine Mercy, das heißt die Gesellschaft der göttlichen Barmherzigkeit. Die ist eine philippinische Gruppe in Wien, die wir alle, also Gastarbeiter mit Familie, und da war am 18. Februar 2011 gegründet. Ist einfach begonnen mit einem Gebetskreis während des Todesjahrestag meines Mannes Antonius, ich glaube, er ist irgendwo hier, er ist verstorben mit Knochenmarkkrebs. Ja? Während dieses Gebet haben wir diese Berührung, diese Aufforderung von Gottes und haben wir dann geeinigt, was ist das für eine Berührung? Was ist das für ein Heiligen Geist? Was tun wir? Was machen wir? Und während dieses Gebetskreis, wir haben das Gefühl und diese Berührung, dass wir gerufen wurden, dass wir was wir tun für sie und was für die Kirche tun muss. Aber wir haben keine Ahnung, wo wir anfangen müssen. Und dann weniger Tagen hat es mir dann in der Mitte des Gebetstreffen unser Herz wirklich getroffen. Dann haben wir geeinigt, oh, ist das ein Anruf von Gottes? Dann am wenigen diesem Tag weckten mich 3 aufeinander folgende Rufe um 3 Uhr früh. Und dann ich habe gedacht, warum 3 Uhr in der Früh? Ich habe noch Dienst um 7 Uhr. Warum soll ich noch 3 aufeinander? Was bedeutet das? Und dann ich frage mich selber, wer bist du? Und ich kenne keine göttliche Barmherzigkeit. Und dann durch Gottes Gnade erfahre ich durch meine Freundin, Sheila, das ist die Stunde bei der göttlichen Barmherzigkeit. Ich habe gesagt, wer ist diese göttliche Barmherzigkeit? Ich kenne ihn nicht. Brüder und Schwestern, das war so unglaublich. Und dann, während dieses Gebet, haben wir gespürt, was mag man tun? Was soll ich dann tun? Wirklich haben wir auch den Heiligen Geist gebeten, uns zu führen und uns dahin zu leiten, was wir tun sollen. Und dann die Freunde, die ich Gebet zusammen haben, wir haben gedacht, bitte Heiliger Geist, sag uns, was wir tun. Und dann wir haben diese Gebetskreise weiter jeden Sonntag nach Heiligenmesse gemacht. Und dann nach 6 Monaten, das war unglaublich, weil wir sind mit Einfuhr und steigender Teilnahmezahl. Und wir haben dann uns schließlich eine gut
organisierte Struktur aufgebaut mit eigenen Arbeiter und Mitgliedern. Das Bild des göttlichen Barmherzigkeit ist immer mit uns, wo immer wir hingehen und wir von ersten Augenblick ans Tag verehrt. Und dann kommt dazu, wenn der göttliche Barmherzigkeit steht, es kommt eine Helena Kowalska. Dann haben wir gedacht, wer ist Helena Kowalska? Dann, was wir unsere Gruppe gemacht haben, wir sind dann im Juli 2011, der SDM-Gruppe, unsere Gruppe, hat einen Pilger- und Studentenreise nach Krakau, Polen, zum Heiligtum der göttlichen Barmherzigkeit. Wir hörten die Geschichte über die heilige Faustina Kowalska und lernten immer mehr über die göttliche Barmherzigkeit und die Liebe Gottes. Seither begannen wir mit Hochstimmung und ansteckendem Enthusiasmus einen besonderen Lebensstil, in dem wir uns der göttlichen Barmherzigkeit anvertraut haben und die Verbreitung ihrer Verehrung das Hauptziel unserer Mission ist. Und dann am 13. September 2014 wurden wir von Bruder Josef Pfeiler, von dem Bruder Samariter Flom in Kleinmareziel zum Seminar eingeladen. Und besonders unseren Engagement für unsere Jugendliche unterstützt, weil Gott sendet uns, Bruder Josef, wir haben Seminare über göttliche Barmherzigkeit, dass wir in der Nähe zu kommen. Und dann, er hat uns geholfen, weil wir haben keine Bilder und so, er hat uns göttliche Barmherzigkeit Bilder uns gegeben, also kostenlos, keine irgendwelche Kosten, und dann wir haben das verbreitet, mit unserer Familie zuerst angefangen, auch gratis weiterzugeben. Und wir haben gedacht, oh, wir sind nur mit dieser Verbreitung und so. Aber ich bin nicht zufrieden, weil ich habe gedacht, was soll ich noch machen? Ich kann noch Bilder verbreiten, beten und so, die Gruppe und die Familienkreise nur zum Beten. Was ich gemacht habe, ich habe noch einmal gegoogelt, was ist göttliche Barmherzigkeit, was ist Helena Kowalska, und ich habe Freunde von Facebook auch befreundet. Was soll ich dann tun? Ich brauche Hilfe. Von 10 Leuten, die ich befreundet habe von Facebook, 2 hat mir zurück befreundet, dass die helfen uns, was über göttliche Barmherzigkeit ist. Eine von Kanada, die Apostel, die verbreiten auch die göttliche Barmherzigkeit. Die sind von Kanada, die sind Filipinos auch, die uns nach Wien gekommen sind und uns geholfen und auch ein Seminar über göttliche Barmherzigkeit gemacht haben. Und dann hat uns dieses Cynical Divine Mercy Buchlet mitgebracht, wie man eine kleine Gruppe beginnen kann. Und dann dort haben wir auch viele Tagebuch oder diese Diary von Faustina. Eine Koffer hat uns mitgebracht und jeder von uns hat eigenen Buch gehabt haben, und dort angefangen wir kennenzulernen, studieren, wer ist göttliche Barmherzigkeit und wer ist Heilige, also Sankt Faustina. Und ich habe gedacht, liebe Gott, was ist das für eine Botschaft? Was sollen wir tun? Und Gott sei Dank, diese Gruppe hat uns mitgeholfen, und der eine, die von den Niederlanden, die wollen auch mitkommen, aber leider, die ist mit der Sprache, mit deutscher Sprache. Also nächstes Mal haben die gesagt, die wollen auch mit. Also durch die göttliche Barmherzigkeit haben wir unsere Gruppe über göttliche Barmherzigkeit, über unsere Facebook-Freunde, über Bruder Josef und auch natürlich mit unsere eigenen Versuchen, wie es das weitergeht mit unserer Gruppe. Wir beten auch die Novena, die göttliche Barmherzigkeit, in Stephansdom vor die göttliche Barmherzigkeit-Fest. Wir haben eine große Fest auch jetzt, und wir feiern jeden Sonntag im Monat Heilige Messe in Englisch und in Tagalog. Also wir haben auch unsere eigenen Chor, und jeden Sonntag
wir treffen jeden Sonntag von 14 Uhr bis 17 Uhr von unserer weiter kennenlernen und weiter über Gottes göttliche Barmherzigkeit und studieren wir über die Bibel, den Katechismus und über göttliche Barmherzigkeit, die Verbreitung und so. Und wir haben auch Jugendliche, wir haben unsere Kinder, wir haben gezeigt, wie die Rosenkranz in Barmherzigkeit gebetet ist. Unsere kleinen Kinder kann schon, wie sagt man das, Chaplet of the Divine Mercy, der Rosenkranz. Die kleinen Kinder mit 5 Jahren, 6 Jahren kann mit uns beten, die göttliche Barmherzigkeit in Deutsch. Also wir haben Englisch, der 10 und dann nächste Deutsch, Englisch, Deutsch. Also wir haben das so gemacht, so wie wir auch gelernt von Bruder Josef. Englisch, Deutsch, Englisch, Deutsch. Also wir sind wirklich gefreut, dass wir auch mit göttlicher Barmherzigkeit zu tun haben. Jeden 3. Freitag im Monat haben wir unsere Gruppe, eine Anbetung. Und dann ebenso Förderung des Hausevangelisation, indem wir Häuser und Familien besuchen, von der göttlichen Barmherzigkeit zu erzählen. Und dann, wir haben von Leopold auch und von Elisabeth diese Wanderaltar bekommen, dass wir auch einen Apostolat und wir auch wandern, also von jeder Familie dorthin zu bringen und beten. Und wir freuen darüber, dass wir auch ein Mitglied von diesem Apostolat. Danke für uns, dass die vertrauen uns und wir haben auch diese Bilder haben. Die SDM-Gruppe, wir besuchten auch die kranken Leute zu Hause, im Krankenhaus. Und um die leiblichen Werke der göttlichen Barmherzigkeit und geistige Werke der göttlichen Barmherzigkeit auszuüben. Wir gehen dort und wir betreuen die Familie, wir machen den Rosenkranz, so die barmherzige Rosenkranz, das ist auch unsere Aufgabe. Wir geben auch diese Hungrige und Obdachlosen jeden 3. Monat Mittwoch im Jänner, Februar und März zu essen, indem wir die Caritas bei der Essenaufgabe helfen, weil wir in diesen Monaten, wir haben diese Wärmestube und unsere Gruppe auch, also wir haben auch weiter dort geholfen. Wir haben auch einen Pilgerreisen organisiert und der Erlös geht an unsere ausgesuchten Wohltätigkeitsvereine in den Philippinen. In den letzten 4 Jahren haben wir diese Kartons, diese Boxen mit alten Kleidern und gebrauchten Schuhen an den Straßenkinder von Cebu gesandt. Und dieses Jahr haben wir Kartons mit alten Kleidern an der Maria Königin Himmel Missionary auf den Philippinen für Frauen und Kinder, die Opfer von Prostitution sind. So, wir haben dort gesendet. Und unsere erste Teilnahme an Wacom war Wacom auf den Philippinen in unserem Heimatland durch die Hilfe von Bruder Josef. Dort habe ich gekannt Elisabeth und Naische. Wir haben dort kennengelernt in der Wacom aus den Philippinen und ich bin so froh, dass ich bin erst einmal auch in Paderborn und sie nach den Wacom dich wiederzusehen und Elisabeth. Und die sind nur beide die Teilnehmer, glaube ich, von der Paderborn, glaube ich schon, von Deutschland. Ja, der Society of the Divine Mercy, Mitglieder von Anfang an sind wir 27 Teilnehmer und jetzt sind wir gewachsen. Insgesamt sind wir 65 Leute, genau, zusammengerechnet, einschließlich unserer Jugendlichen und Kinder. Es ist so unglaublich, wirklich. Wir sind so gefreut, dass wir mit dieser Gesellschaft dazu gekommen. Als eine Verehrung der göttlichen Barmherzigkeit, wir praktizieren das 15 Uhr Gebet. Was machen wir, wo immer wir sind, am Nachmittag? Wir machen immer eine Pause und beten jeden Tag um 15 Uhr das Nachmittaggebet. Die Stunde der Barmherzigkeit. Danke Ihnen und Gott segne immer und überall. Thank you and God bless us all.